Und zugeschaltet ist mir der Militärexperte Oberst AD Wolfgang Richter. Ich grüße Sie herzlich. Hallo. Grüße Sie, Herr Tüxen. Herr Richter, auch wenn glücklicherweise der Brand jetzt im russisch besetzten AKW Saporischschja unter Kontrolle ist, welches Sicherheitsrisiko sehen Sie dort und inwiefern werden AKW in diesem Krieg womöglich benutzt, um auch Ängste hier im Westen zu schüren? Ja, zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen den wirklichen Interessen, wie das vorhin Ihre Berichterstatter ja auch schon gesagt haben. Es kann weder im Interesse der Ukraine noch im Interesse Russlands liegen, einen wirklich schweren Havariefall auszulösen. Denn die Folgen wären abhängig auch von Wetterbedingungen unberechenbar. Und sie würden dann nicht nur die Ukraine, sondern natürlich auch Russland treffen. Sie würden selbstverständlich auch russische Bevölkerung und russische Truppen auch in der Ukraine treffen. Insofern also kein Interesse. Das andere ist, das Kernkraftwerk in Saporischschja liegt direkt an der Frontlinie und es gibt immer wieder Artilleriebeschuss offenbar von beiden Seiten und das hat natürlich Gefahren. Das andere ist, wenn der ukrainische Vorstoß tatsächlich so weit vorangekommen ist, wie jetzt berichtet wird, dann könnte es sein, dass die Spitzen noch etwa 30 Kilometer vor dem Kernkraftwerk Kursk entfernt sind. Damit würde auch das Kernkraftwerk Kursk in die Reichweite der Artillerie geraten. Also hier ist natürlich höchste Zurückhaltung und höchste Vorsicht geboten. Ja, und das ist natürlich eine brisante, aber vielleicht auch unerwartete Entwicklung. Frage ich Sie denn, rund um Kursk rückt die Ukraine tatsächlich noch weiter vor? Das hätten viele am Anfang gar nicht gedacht. Kann es tatsächlich gelingen, diese Region dauerhaft zu besetzen? Aus meiner Sicht nicht. Die anfänglichen Einschätzungen, die ja auch ich hatte, dass es sich um eine kleinere Operation handelt, kann wohl nicht aufrechterhalten werden. Am Anfang war ja die Rede von etwa 1000 Mann, die auf russisches Gebiet vorgedrungen sind. Mittlerweile müssen wir davon ausgehen, dass es sich um eine kampfkräftige Brigade handelt, die auch zum Gefecht verbundener Waffen ausgerüstet ist, also mit Kampfpanzern, Schützenpanzern, Artillerie, aber auch Pioniergerät ausgestattet ist, sodass sie sich auch zur Verteidigung einrichten könnten. Wenn wir von einer Brigade reden, dann reden wir von 3.000 bis 4.000 Soldaten. Das hängt davon ab, wie sie unterstützt werden, welche Reserven noch dahinter stehen. Trotz allem werden da die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen. Denn eine Brigade kann vielleicht einen Frontabschnitt von 30 Kilometer, maximal 40, es hängt vom Gegner ab, halten. Aber wenn man die langen Flanken berücksichtigt, die jetzt entstehen durch tiefe Vorstöße, dann ist es natürlich sehr schwer, das gegen massive Gegenangriffe wirklich zu halten. Aber hier liegt der eigentliche Punkt. Die Ukrainer haben eine Schwachstelle der Russen getroffen, die eigentlich überraschend ist. Diese Grenzregion war nur durch Grenztruppen bewacht, also leicht bewaffnete, schwere Polizeikräfte, könnte man auch sagen. Dahinter stehen noch einige Nationalgarde-Reserven. Alles wird vom FSB offenbar geführt. Und eine nachhaltige Verteidigungsvorbereitung gab es dort nicht. Und das ist aus meiner Sicht ein strategischer Leichtsinn erster Klasse. Ich frage mich, wie man das in Moskau übersehen konnte, dass der Krieg nicht nur dort geführt wird, wo die Russen die Initiative haben, sondern dass die Ukrainer die Initiative nun auch verlagern. Ein völliges Versagen auch der russischen Aufklärung. Trotz allem glaube ich nicht, dass das eine nachhaltige Operation sein wird, denn dafür sind die Kräfte dann doch zu schwach. Und vor allen Dingen ist es ja erstaunlich, dass die Kräfte im Donbass ohnehin nicht ausreichen und die Ukraine dennoch jetzt doch eine relativ starke Truppenformation dort einsetzt, obwohl im Donbass die russischen Angriffe unerbittlich weitergehen, parallele Angriffe mit langsamen taktischen Fortschritten. Aber dort sieht man auch die Personalnot, die eben entsteht. Und deswegen bin ich dann doch umso mehr überrascht, dass man dann zu diesem fast schon Verzweiflungsakt greift, dann die strategische Initiative an anderer Stelle wieder zu ergreifen. Und Herr Richter, ohne dass da wollen wir man wirklich absehen kann, dass dabei das entsteht, was man wirklich vielleicht vorgehabt hat, außer einem Achtungserfolg zu erzielen und den Westen zu überzeugen, ja, wir können noch die Initiative ergreifen und auch angreifen. Aber das entlastet im Moment den Donbass nicht, denn die Reserven, die die Russen heranbringen, kommen nicht aus dem Donbass.